Sinneswahrnehmung da. Da ist hier auch einer. Ah ja, eher weniger. Okay. So gehen wir mal dort entlang. Die Archive. Was erwartet uns denn dort? Ich glaube, das ist das erste, wo es verdammt gruselig wird. Meiner Meinung nach. Wenn das ist, was... Ich kann mich nur noch ganz leicht daran erinnern. Mann, oh mein Gott, ja. Ich finde, das hier sieht tausendmal gruseliger aus als diese komischen Wände und so von dem Schloss. Oh, der Herzhunger. Gehen wir mal zu den seltenen Büchern. Eins kann ich euch versichern. Hier in diesem Gebiet sind wir nicht allein. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, das war der erste Teil unseres eigenen Tagebuchs. Gelesen unseres eigenen Tagebuchs. Hoffentlich findet das unser anderes Ich nie raus. Ja, allein schon der Gedanke, dass wir hier nicht alleine sind, macht mich deutlich nervöser. Denn nicht wie in Penumbra im Halbschatten haben wir hier nun mal keine Waffen. Das heißt, wenn da jemand anderes ist, sind wir ihm völlig ausgeliefert. Und das macht dieses Spiel ja schon um einiges gruseliger. Und übrigens haben wir, soweit ich bis jetzt gesehen habe, im Penumbra Schwarze Pest, da habe ich ja 3 Minuten oder so, kurz nach Anfang des Spiels, ebenfalls keine Waffen. Also Fictional Games hat das mit dem Horror ja mal sowas von drauf. Da kann man nichts gegen sagen. Rein gar nichts. Studie. Geräusche im Hintergrund. Ich höre ganz dazu. Was war das? Habt ihr das gerade auch gehört? Warum ist die Tür nicht? Ich mach mal gerade die Tür zu. So. Mal schauen. Bücher. Nichts. Oh, verdammt. Nichts. Die Monster. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious,
and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okay. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Daniel einfach mal seine Tagebücher rumliegen lässt, wo es jeder einfach mal sehen kann und sich mal gemütlich durchliest. Ja, das, wo er natürlich von alleine liest, lasse ich dann natürlich auch sich schon die Mühe machen. Dann will ich das natürlich auch hören. Was geht denn jetzt? Okay, jetzt sind wir mal eine Kerze. Was ist das? Wer war das? Gehen wir mal zu dem alten Ben. Immer die Tür. Leute, hört ihr das? Da spielt jemand Klavier. Aufgehört. Ich wollte gerade anfangen zu tanzen. Oh. Okay, also wir sind wirklich nicht alleine. Wenn jemand hat gerade so den Drang danach Klavier zu spielen, während wir uns hier durchgruseln. Danke nochmal dafür. Oh, unser Bildschirm, ey. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Das ist gar nicht gut. Ich werde mal eben ein bisschen mit der Lampe herumlaufen, damit er sich mal mehr regeneriert. Nochmal die Türen, wo wir nicht hin müssen, auch gleich zu. Als wir nachher zurückrennen müssen. Hallo. Was gibt es denn hier so? Gar nichts. Das ist toll. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Warum? Eine Tür im Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Theatereingang. Das weiß ich doch nicht. Jetzt kommen wir in wohl den creepigsten Raum ever. Wow. Das war das Klavier, das gerade eben noch gespielt hat. Hey Freunde, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was das gerade war. Mir ist gerade ganz kurz Fraps abgeschmiert. Aber es sind noch 20 Sekunden oder so von der Spielzeit weggegangen. Und zwar waren wir ja in dem Raum da, mit dem Klavier, das zugeklappt ist. Da bin ich nur hier rüber, hier rein, hab hier Öl aufgehoben. Und dann sind wir auch schon hier. Hier kann ich leider nicht Tetris spielen. So. Also jedenfalls die Melodie von Tetris. Ja, ich weiß, dass man Tetris nicht auf dem Klavier spielt. Außer die Melodie. Geht zu. Ja. Das Klavier again. Not. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives,
It won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ja, wir haben halt immer so ein paar Flashbacks. Die gerade. Wer hat da mit meinem Klavier gespielt? Oh, eine Ritterstatue wurde gestellt. Nein! Wow. What? Ist gerade irgendwas eingestürzt? Whatever. Okay, was zu lesen? Oh nein, was geht jetzt ab? No. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Oh God. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Dann nehmen wir es mal. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless